Taktische Erste Hilfe. Spielerei oder Lebensretter? Rhino Rescue ist mittlerweile ein Schwergewicht bei Erstversorgern und Ersthelfern, aber können die Produkte auch im Alltag helfen oder sind sie wirklich nur für den Profibereich gedacht? Das schauen wir uns jetzt mal an. Vorweg noch eine kurze Information. Kuni, der Ex-SEKler, ihr kennt ihn wahrscheinlich, befindet sich gerade in Südafrika auf dieser Nashorn-Rettungsmission. Da haben wir ihn ja auch unterstützt und auch einiges von Rhino Rescue für die Ranger da unten mitgegeben. Da werden wir auch in Zukunft noch diese Weste mit den Zusatzmaterialien plus das Paket hier unten verlosen. Bleibt also dran, in einem der nächsten Videos wird das passieren, wenn Kuni wieder zurück ist und bei uns ist. Was aber nun macht Rhino Rescue so besonders? Da kann man einmal erwähnen, dass sie IFAK-Taschen sowie First Responder Bags im Programm haben, die zum einen solo daherkommen, also unbefüllt sind, zum anderen aber auch schon bestückt mit der Wundversorgung, der Erstversorgung für den Einsatz sind. Hier sehen wir zum Beispiel einen leeren First Responder, den wir hier nochmal schon befüllt haben. Wenn ihr da also reinschaut, hier schon so einiges an Material, was sich darin befindet, vorderen sowie im Hauptfach. Das gleiche gilt auch für IFAK-Pouches, die ihr solo oder auch bestückt bekommt. Da Rhino Rescue die Ausstattung in der Regel im militärischen Sinne konfiguriert, ist es für den einen oder anderen interessant, sich die Sachen leer zu kaufen, also unbestückt zu kaufen und dann selbst zu bestücken mit dem Material, was ihr für richtig haltet oder wirklich für euren Einsatz braucht. Natürlich gibt es schon diverse Größen und Konfigurationen, die auf diverse Bedürfnisse zurechtgeschnitten sind, aber der Vorteil ist einfach, dass ihr so ziemlich jedes Produkt auch einzeln kaufen könnt und euch somit eure ganz individuelle Erstversorgung zusammenstellen könnt. Das Ganze fängt mit dem minimalistischen EDC-Programm an, also Rettungsdecke, Desinfektionsmittel, Jodstäbchen, Wundversorgung anhand von Pflastern etc. und geht dann immer weiter hoch, je nachdem, was ihr benötigt. Damit kommen wir auch schon zur Eingangsfrage. Taktische Erstversorgung oder nur Spielerei, beziehungsweise könnt ihr sowas auch im privaten Bereich benutzen? Ja, Rhino Rescue ist da sehr weit aufgestellt, hat die gesamte Grundversorgung bis hin zur Spezialversorgung für Schussverletzungen etc. Da ihr aber auch auf alles einzeln zugreifen könnt, seid ihr dann auch in der Lage, für euch speziell das Set zu konfigurieren, so wie ihr es wirklich braucht. Bleibt jetzt aber noch dran, denn wir hatten ja gesagt, es gibt noch was zu verlosen, und zwar die Sachen, die Kuni mit in Afrika hat, die schauen wir uns jetzt genauer an. Kommen wir zum ersten Preis. Das wird ein Plate Carrier sein von Rhino Rescue, der 2 ballistische Schutzplatten aufnehmen kann, ein Schnellabwurfsystem hat und nochmal mit diversen Magazintaschen daherkommt. Bei den Magazintaschen handelt es sich einmal um eine Dreiertasche, und zwar für M4-Magazine, die ihr doppelt stecken könnt, oder einzeln G36, und einmal für Kurzwaffenmagazine, und zwar 2 Stück an der Zahl. Zu der Weste kommen nochmal 2 Rhino Rescue Patches dazu. Das ist jetzt einfach nur für alle Leute, die Patches lieben. Auf die Details und auf die Funktion der Weste gehen wir dann nochmal ein bisschen genauer ein, wenn Kuni im Haus ist und wir sie verlosen werden. Weiterhin verlosen wir 2 von diesen All-in-One-Boxen von Rhino Rescue. Und zwar ist da dann wirklich nachher alles drin, was man eigentlich so für die Erstversorgung gebrauchen kann, inklusive einer IFAK-Tasche bis hin zu allem, was ihr für eine Erst- und Wundversorgung benötigt. Mit dieser Kurzvorstellung des Sortiments von Rhino Rescue kommen wir dann auch zum Ende. Aber bleibt unbedingt dran, denn in einigen Wochen wird es ja dann die Verlosung mit Kuni geben, wenn der wieder hier ist. Natürlich werden wir uns auch dann nochmal mit dem Thema Nashornrettung und den Ranger dort unten beschäftigen, was sie dort zu tun haben, wie der Alltag aussieht etc. Aber wie gesagt, das in einem anderen Video. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.